Guten Morgen, Tag 2 in Kuba, Tag 2 in Havanna. Ich stehe auf dem Balkon von unserem Hostel. Unsere Räder sind hier. Gestern hat alles gut geklappt. Hier haben wir geschlafen. Das ist Anna. Hallo. Morgen. Aber jetzt mussten wir das Zimmer verlassen. Genau, ja, wir haben das irgendwie leider nur so für eine Nacht bekommen. Jetzt müssen wir das Zimmer einmal wechseln. Quasi einmal nach unten. Aber ja, auch kein Problem. Ja, das machen wir jetzt. Und dann geht's in die Stadt, ne? Machen wir einen kleinen Spaziergang. Ja. Oder einen größeren? Einen größeren Film? Ich glaube einen größeren, ja, den ganzen Tag. Spaziergang durch Havanna. Genau. Ja, ihr seid dabei. Super. Okay, wir sind in unserem neuen Zimmer. Und ja, das ist ganz witzig. Also oben ist irgendwie das Hostel gewesen und hier unten ist mir irgendwie so ein Privathaus von Umberto und seiner Frau, wie hieß die? Emilia. Emilia. Und die haben quasi wahrscheinlich so einen kleinen Deal irgendwie mit dem Hostel. Ja, dass wir jetzt bei denen quasi hier schlafen. Die haben hier quasi so eine Art Gästezimmer irgendwie, aber ja, irgendwie läuft das halt mit dem Hostel zusammen. Und ja, für uns ist das ganz gut. Wir sind jetzt wieder hier im Erdgeschoss. Ganze Zeug runtergetragen, das Fahrrad und so weiter. Aber ja, wir können dann halt in 2 Tagen, wenn es dann weitergeht, direkt gemütlich von hier losfahren. Und es gibt sogar eine Küche hier, ne? Jo, das ist eine kleine Küche. Perfekt. Und es gibt sogar ein Spider-Man-Handtuch. Sehr gut, Spider-Man, geh in die Dusche. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen in der Schlange stehen. Eine der Haupttätigkeiten, glaube ich, hier in Kuba. Überall sieht man Schlangen. Da, wo es eine Schlange gibt, da gibt es nämlich immer irgendwas Besonderes zu kaufen. Also in den ganzen Supermärkten und Märkten und so weiter sieht man halt oft, dass die Leute da stehen und warten. Und naja, aber wir stehen jetzt nicht vor einem Supermarkt, sondern vor einer Wechselstube, weil es in Kuba 2 Währungen gibt. Einmal den Cook, das ist der irgendwie konvertierte Peso oder so heißt es, glaube ich. Das ist irgendwie so eine Art Touristenwährung quasi. Die kriegen wir auch aus dem ATM raus. Und die ist 1:1 an den US-Dollar gebunden. Also ein Cook sind 1 US-Dollar. Und damit kann man dann halt so touristische Sachen bezahlen. Also Hotel, irgendwie Eintrittsgebühren zum Museum oder sowas. Und auch in ein paar Supermärkten, so in großen Supermärkten kann man damit auch bezahlen. Aber wenn man halt so auf dem Markt oder so irgendwie Sachen kaufen möchte oder in kleinen Läden, dann braucht man den normalen kubanischen Peso. Und ja, den kriegt man halt nicht direkt aus dem ATM, sondern man muss zu einer Wechselstube gehen und das wechseln. Und ja, das machen wir jetzt. Dafür müssen wir anstehen. Also das sind die Monedas Nacional jetzt, ne? Ja, die kubanische Peso. Das alles heißt kubanischer Peso, aber das ist der richtige kubanische Peso. 5 Pesos, auch Pesos convertibles, genau. Eine ist Peso convertible und das andere ist Banco Central de Cuba, aber steht auch Pesos, ja. Pesos. Ja. Pesos und Pesos convertibles. Ja. Was gibt es hier?
Ja. Weiß man nicht genau. Colonia, ne, guck mal hier, die haben hier so ein Colonia, so ein Parfüm. Ist das, oder? Würde ich sagen? Ja, aber es ist so eine PET-Flasche, 1 Liter Parfüm, ich weiß auch nicht. Da Alkohol, Aqua. Was ist das hier? Ach nee, Colonia, warte mal, Floresta. Nee, das ist so ein Blumen, also ein Dünger oder sowas, so ein Blumenwasser irgendwie, oder? Keine Ahnung. Spannend. Ist auf jeden Fall gefragt. Verrückt. Jetzt sind wir in der City. Schauen uns ein bisschen um. Einfach abgefahren, diese ganzen alten Autos. Wo gehen wir jetzt als erstes hin? Ah, zum Kapitol. Ah, da ist es auch schon. Guck mal. Also das ist das Kapitol der Nationalversammlung. Ehrlich gesagt wissen wir beide nicht so ganz genau, was das bedeutet. Aber irgendeine Art Regierungssitz oder sowas. Na, wir haben einen Blick reingeworfen. Eine Menge Touristen hier. Haben ein Bild gemacht, keine Ahnung. Aber wir führen unseren Spaziergang jetzt, glaube ich, fort und gucken, dass wir lieber durch, ja, Schöne Gassen laufen. ein paar schöne kleine Gassen, genau, und sowas. die bunten Autos angucken. Ja. Die fröhliche Kubaner. Ja, das sieht schön aus. Genau, das ist auch irgendwie hier, weiß ich nicht, das sieht super neu aus. Ich weiß gar nicht, das kann echt noch nicht so alt sein, würde ich sagen. Oder? Ja, es sieht schon neu aus. Sieht sehr rausgeputzt aus. Vielleicht 10 Jahre oder so. Würde ich jetzt sagen, keine Ahnung. Oder die waschen das jeden Tag. Die waschen das jeden Tag. Ja, vielleicht. Das ist eine echte Rarität, das habe ich noch nie als Fiat gesehen. Und zwar, es ist ein Auto, was richtig verbreitet in Russland ist, aber unter anderen Namen. Das erste Auto, was in Russland gebaut wurde, wurden Italiener eingeladen, die haben das Fabrik aufgebaut und das wurde das erste Konzept für dieses Auto bei denen gekauft, das Patent, und das hieß aber in Russland Zhiguli Lada. Und genau, als Fiat habe ich das noch nie gesehen. Filmen wir gleich genau so eine Lade. Erste Modell. Das ist der? Ja. Eine Lade. Chiaro quattro, por favor. Sí. Ja, wir haben uns einen kleinen Snack geholt. Bananen, flach gedrückt und frittiert. Keine Bananen, sind Platane. Sind Kochbananen. Achso, die Kochbananen sind das. Ah ja. Schmeckt ein bisschen kartoffelig. Ja, sehr gut, genau. Das sind so Bananen, die halt nicht so süß sind, sondern mehr so Stärke haben. Ja, gut. Wir haben einen kleinen Markt gefunden. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Hier gibt es echt schon doch deutlich mehr Auswahl, als ich gedacht hätte. Frisches Obst hier, frischen Salat, alles mögliche an Gemüse. Tomaten, Gurken, Kürbis, Zwiebeln, Paprika, Karotten, Papayas, Habanero Chilis, Äpfel, ne, Quitten vielleicht. Aber da kümmern wir uns morgen drum. Genau, morgen werden wir ein bisschen Vorräte einkaufen.
So, jetzt sind wir in einer Kantine. Wir haben Reis mit Bohnen bestellt und einen Apfelsaft. Zack, was Die Stadt ist natürlich echt voll mit Touristen und ja, in dem Laden hier jetzt nicht unbedingt. Das ist mehr ein Laden für die Locals und ich glaube, die Leute finden das ziemlich wichtig, dass wir uns hier reinsetzen. Wir haben ein paar belustigte Blicke bekommen und dass wir halt vor allem einfach nur Reis mit Bohnen essen, ohne Fleisch oder so. Ja, aber nichtsdestotrotz war super lecker. Für 20 Pesos, was halt irgendwie wirklich 70 Cent oder sowas sind, mega günstig. Geil, und das in Havanna, also ja, kann nur noch günstiger werden, ne? Mega cool. Dazu noch ein bisschen Gemüse oder so, dann ist es schon mega gut. Geil. Ja, gibt schon doch gut ein paar Sachen hier, muss man schon sagen. Also es ist nicht so, dass es in Kuba wirklich überhaupt nichts gibt. Deutschland. Natürlich Deutschland. Sehr gut. Ja, die Leute sprechen sogar Deutsch. Sehr gut. Und ja, Blumen gibt es. In den Supermärkten gibt es auch ein bisschen was. Auf dem Markt gibt es durchaus viel Obst und Gemüse. Das werden wir uns morgen alles nochmal genauer anschauen. Wir laufen jetzt noch ein bisschen durch die Stadt. Gucken uns noch ein bisschen weiter um. Ja, und morgen gucken wir mal, was der Tag bringt. Auf jeden Fall, ja, Einkaufsprogramm steht an. Und ja, vielleicht noch ein bisschen rumlaufen. Werden wir sehen. Das war's für heute und ja, morgen gibt es halt direkt dann auch das nächste Video. Wir werden jetzt, wie angekündigt, in Kuba jeden Tag ein Video machen und für euch dann dieses Video jeden Tag hochladen. Wir werden die Videos nicht direkt hier in Kuba natürlich hochladen, sondern ja, wenn wir sie dann bearbeitet haben und wieder gutes Internet haben, das wird irgendwo im nächsten Land sein, wissen wir noch nicht. Aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ciao.